Lena, ich habe heute Post bekommen. Post? Was denn? Ein Brief, ein offizieller Brief. Von wem? Ich weiß es nicht genau. Von einem Amt, glaube ich. Da stehen so viele Wörter. Bescheid, Frist, Aktenzeichen. Und ehrlich gesagt, ich verstehe fast nichts. Muss ich etwas bezahlen? Muss ich antworten? Bis wann? Okay. Atme einmal tief durch. Wir gehen das jetzt zusammen durch. Schritt für Schritt. Erste Sache, Jonas. Ein Brief vom Amt ist nicht automatisch schlimm. Aber er sieht so ernst aus. Amtsdeutsch sieht immer ernst aus. Das verstehen sogar viele Deutsche nicht gut. Wirklich? Auch Deutsche? Wirklich. Du bist nicht allein. Das beruhigt mich ein bisschen. Gut. Aber eine Sache ist wichtig. Welche? Einen offiziellen Brief bitte nie einfach ignorieren. Also nicht in die Schublade legen und hoffen, dass er verschwindet? Genau. Der Brief verschwindet nicht. Aber du kannst ihn ruhig lesen. Wie? Mit 5 einfachen Fragen. 5 Fragen? Ja. Wer schreibt? Worum geht es? Was muss ich tun? Bis wann? Welche Nummer? Okay, das klingt machbar. Frage 1. Wer schreibt dir? Wie finde ich das? Oben links oder oben rechts? Da steht meistens der Absender. Absender? Der Absender ist die Person, die Behörde oder die Stelle, die dir schreibt. Hier steht Bürgeramt. Sehr gut. Also schreibt dir das Bürgeramt. Und wenn ich den Namen nicht kenne? Dann liest du langsam. Bürgeramt, Finanzamt, Ausländerbehörde, Jobcenter, Krankenkasse, Rundfunkbeitrag. Also nicht immer direkt Amt. Genau. Manchmal ist es ein Amt, manchmal eine Behörde, manchmal eine Krankenkasse oder eine andere Stelle. Also zuerst, wer schreibt mir? Genau. Wer schreibt mir? Frage 2. Worum geht es? Das ist schwer. Da sind so viele Sätze. Such die Betreffzeile. Die steht oft oben und manchmal fett gedruckt. Betreffzeile? Der Betreff ist das Thema, oft in einem Wort oder einem kurzen Satz. Hier steht Bescheid. Ein Bescheid ist eine offizielle Entscheidung. Eine Entscheidung über was? Das steht meistens im Betreff oder im ersten Abschnitt. Du fragst dich, geht es um Geld, um einen Termin, um ein Dokument, um einen Antrag? Und wenn ich nicht jedes Wort verstehe? Das ist okay. Du musst nicht jedes Wort verstehen. Du suchst zuerst nur die Hauptidee. Also nicht Satz für Satz kämpfen. Nicht sofort. Erst die Hauptidee, dann die Details. Frage 3 ist die wichtigste. Was musst du tun? Woher weiß ich das? Such nach Verben, also Tu-Wörtern. Tu-Wörter. Ja, zum Beispiel senden, bringen, bezahlen, anrufen, unterschreiben, ausfüllen. Hier steht, bitte senden Sie folgende Unterlagen. Perfekt gelesen. Unterlagen sind Dokumente. Also soll ich Dokumente schicken. Genau. Und manchmal muss ich nichts tun? Ja, manche Briefe sind nur Informationen. Das wäre schön. Ja, aber du musst es prüfen. Und wenn ich nicht sicher bin, ob ich etwas tun muss? Dann rufst du an oder schreibst eine kurze E-Mail und fragst, muss ich etwas tun? Muss ich etwas tun? Okay. Und noch besser, können Sie mir das bitte einfach erklären? Das klingt sehr nützlich. Frage 4. Bis wann? Du meinst die Frist? Genau. Die Frist sagt dir, bis wann du etwas tun musst. Wie finde ich die Frist? Such nach bis und einem Datum. Zum Beispiel bis zum 30. Juni. Und das ist wichtig? Sehr wichtig. Eine Frist ist kein Vorschlag. Und wenn ich die Frist verpasse? Dann ruf sofort an. Aber wichtig, ein Anruf allein reicht bei offiziellen Fristen nicht immer. Was mache ich dann? Du fragst, muss ich schriftlich antworten? Muss ich schriftlich antworten? Genau. Bei wichtigen Fristen ist eine E-Mail oder ein Brief oft sicherer als nur ein Telefonat.
Und wenn ich mehr Zeit brauche? Dann fragst du so: Ich brauche mehr Zeit, geht das? Ich brauche mehr Zeit. Geht das? Oder etwas formeller: Kann ich eine Fristverlängerung bekommen? Fristverlängerung. Langes Wort. Ja, aber sehr nützlich. Frage 4: Bis wann? Du meinst die Frist. Genau. Die Frist sagt dir, bis wann du etwas tun musst. Wie finde ich die Frist? Such nach bis und einem Datum. Zum Beispiel bis zum 30. Juni. Und das ist wichtig? Sehr wichtig. Eine Frist ist kein Vorschlag. Und wenn ich die Frist verpasse? Dann ruf sofort an. Aber wichtig, ein Anruf allein reicht bei offiziellen Fristen nicht immer. Was mache ich dann? Du fragst: Muss ich schriftlich antworten? Muss ich schriftlich antworten? Genau. Bei wichtigen Fristen ist eine E-Mail oder ein Brief oft sicherer als nur ein Telefonat. Und wenn ich mehr Zeit brauche? Dann fragst du so: Ich brauche mehr Zeit, geht das? Ich brauche mehr Zeit. Geht das? Oder etwas formeller: Kann ich eine Fristverlängerung bekommen? Fristverlängerung. Langes Wort. Ja, aber sehr nützlich. Jonas, jetzt kommt ein sehr wichtiges Wort. Noch ein schweres Wort? Ja, aber dieses Wort kann wichtig sein. Widerspruch. Widerspruch? Ein Widerspruch heißt, du sagst offiziell, dass du mit einer Entscheidung nicht einverstanden bist. Also, wenn das Amt etwas entscheidet und ich finde es falsch? Genau. Dann kannst du manchmal Widerspruch einlegen. Einlegen? Ja, man sagt Widerspruch einlegen. Und wo steht das im Brief? Oft ganz unten. Da steht manchmal Rechtsbehelfsbelehrung. Rechts was? Rechtsbehelfsbelehrung. Das klingt gefährlich. Es klingt schlimmer, als es ist. Es bedeutet, dort steht, was du gegen die Entscheidung tun kannst. Und bis wann? Genau. Dort steht auch die Frist. Oft ist es ein Monat, aber du liest immer genau, was im Brief steht. Also bei Bescheid immer unten schauen? Ja, besonders bei einem Bescheid. Such nach Widerspruch, Rechtsbehelfsbelehrung und Frist. Und wenn ich unsicher bin? Dann frag schnell nach. Und bei wichtigen Sachen lieber schriftlich. Nicht nur telefonieren. Genau, nicht nur telefonieren. Jonas, ein paar Wörter machen vielen Angst. Lass sie uns ansehen. Ja, bitte. Zum Beispiel Mahnung. Eine Mahnung heißt, du hast etwas vergessen. Oft eine Zahlung. Oh nein. Keine Panik. Du liest, was du tun musst, bis wann und an wen. Und wenn ich es nicht verstehe? Dann fragst du, worum geht es genau? Worum geht es genau? Sehr gut. Und Nachweis? Ein Nachweis ist ein Beweis. Ein Dokument, das etwas zeigt. Zum Beispiel? Eine Meldebestätigung, ein Arbeitsvertrag, eine Kopie vom Pass, ein Kontoauszug. Und Antrag? Ein Antrag ist eine offizielle Bitte. Oft ist es ein Formular. Also ich bitte offiziell um etwas. Genau. Und Unterlagen? Unterlagen sind Dokumente, die du schicken oder mitbringen musst. Okay. Mahnung, Nachweis, Antrag, Unterlagen. Sehr gut. Und wenn ein Wort wirklich zu schwer ist? Dann darfst du es nachschlagen. Oder fragen. Immer. Bitte langsamer. Bei einem Brief kannst du sogar selbst langsam sein. Der Brief läuft nicht weg. So, Jonas, lass uns die 5 Fragen wiederholen. 1. Wer schreibt mir? Der Absender. Oben. 2. Worum geht es? Der Betreff. Die Hauptidee. 3. Was muss ich tun? Such die Tu-Wörter. Senden, bringen, bezahlen, antworten. 4. Bis wann? Die Frist. Bis plus Datum. 5. Welche Nummer? Das Aktenzeichen. Und extra wichtig? Bei einem Bescheid Widerspruch und Rechtsbehelfsbelehrung prüfen. 5 Fragen. Und unten noch einmal schauen. Genau, 5 Fragen und unten noch einmal schauen.